Man schrieb das Jahr 1618, eine Zeit mit Angst vor Konflikten. Die Diplomaten waren unschlüssig und erwogen die Schwere jeder neuen Krise, die Politiker prophezeiten. Und die Kaufleute klagten über die unstete Marktlage und die Kursschwankungen, während die 40 Millionen Bauern ihre Felder bestellten, ihre Garben banden und sich nicht darum kümmerten, was ihre Herrscher in den fernen Residenzen beherrschte. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich noch einmal die Burg Vogtsberg. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Höhenburg des Hochmittelalters zerstört und später zum Schloss umgebaut. Gern möchte ich euch jetzt den Fürstensaal zeigen und ihr erfahrt Details über den Dreißigjährigen Krieg. Die Beziehungen zwischen Frankreich und Spanien waren aufs Äußerste gespannt. In Paris fürchtete man einen unmittelbaren Bruch und europäischen Krieg. In Madrid zweifelte man, ob die vor kurzem geschlossene Ehe der Anna von Österreich mit dem jungen König von Frankreich der Spannung standhalten werde. Der 17-jährige Ludwig beantwortete die Annäherungsversuche seiner Gemahlin mit eisiger Gleichgültigkeit. In Nordeuropa sicherte sich der ehrgeizige König von Schweden die Beherrschung der nördlichen Gewässer Europas und plante ein Bündnis mit Holland. Und in Prag wurde eine unbeliebte katholische Regierung durch einen protestantischen Aufstand gestürzt. Die politische Welt war in einem Zustand nervöser Reizbarkeit, der sich genügend verschärft hatte, um irgendeinem Ergebnis übertriebene Bedeutung verleihen zu können. Alle gut Unterrichteten waren von der Wahrscheinlichkeit eines Krieges überzeugt und nur über den unmittelbaren Anlass und das Ausmaß des Konfliktes im Zweifel. Die materiellen und moralischen Gegensätze, die das politische Leben spalteten, waren offensichtlich. Der 23. Mai 1618 war der Tag des Prager Aufstands. Er wurde zum traditionellen Datum des Ausbruchs des Dreißigjährigen Krieges. Inzwischen vermischten sich die Angelegenheiten Böhmens allmählich mit den Problemen der europäischen Lage. Und diese ganze Lage war es, die den Krieg hervorbrachte. Zuvor spaltete die Reformation die Christen in Katholiken und in Protestanten. Diese Teilung führte zu vielen Kämpfen und Kriegen. Später einigten sich der deutsche Kaiser und die Herrscher der einzelnen Länder wie Bayern, Sachsen oder Brandenburg auf ein gleichberechtigtes Nebeneinander der beiden Konfessionen. Sie schließen einen Vertrag, den sogenannten Augsburger Religionsfrieden. Der Herr eines Landes ist, der bestimmt, welche Religion die dort lebenden Untertanen haben dürfen. Doch unter der Oberfläche, da brodelt es weiter. Es gab keine religiöse Toleranz. Auf evangelischer Seite kommt es zu einer Radikalisierung. Neben Martin Luther gab es auch noch andere Reformatoren wie Johannes Calvin. Seine Anhänger sind noch strenger und grenzen sich noch mehr von den Katholiken ab, aber auch von den Lutheranern, und damit spalten sich die evangelischen Christen auf. Die Lutheraner und Calvinisten schließen gegen die Katholiken ein Verteidigungsbündnis. Sie wollen sich gegenseitig helfen, wenn einer von ihnen angegriffen wird. Zu dieser protestantischen Union gehören die Kurpfalz, Sachsen-Anhalt und viele Reichsstädte wie Nürnberg. Außerdem verbündet man sich mit England und den Niederlanden, denn diese sind gegen den Papst. Die Katholiken wiederum fühlen sich von den Protestantischen bedroht und gründen als militärisches Bündnis die Katholische Liga. Dazu gehören die Erzbistümer Köln, Trier, Mainz und das Herzogtum Bayern. Verbündete sind der Kaiser und der Papst. Prag ist die Hauptstadt Böhmens und Böhmen ist Teil des Deutschen Reiches und dessen Oberhaupt ist ein katholischer Habsburger. Die böhmischen Adligen sind aber protestantisch.
So versammelten sich am 23. Mai 1618 200 Vertreter der protestantischen Stände unter der Führung von Heinrich Matthias von Thurn auf der Prager Burg, um gegen die unterdrückende Politik der habsburgischen Könige zu demonstrieren. Sie warfen nach einem kurzen Schauprozess die anwesenden königlichen Statthalter sowie den Kanzleisekretär aus einem Fenster an der Südseite des alten Königspalastes. Alle 3 überlebten. Die überwiegend protestantischen Stände warfen ihrem katholischen Landesherrn und Kaiser Matthias und dem 1617 zum Nachfolger gewählten böhmischen König Ferdinand von Steiermark vor, die von Kaiser Rudolf II. Im Majestätsbrief von 1609 zugestandene Religionsfreiheit der Protestanten zu verletzen. Der Fenstersturz markierte den Beginn des Aufstands der böhmischen Protestanten gegen die katholischen Habsburger. Das Königreich Böhmen war nur ein kleines Land, aber mit Oberhoheit über die Herzogtümer Schlesien und Lausitz und über die Markgrafschaft Mähren. Die 4 Länder hatten ihre eigenen Hauptstädte: Prag, Breslau, Bautzen und Brünn und ihre eigenen Landstände und Gesetzgebungen bzw. Gerichtsbarkeit. In Schlesien wurde Deutsch und Polnisch gesprochen, in der Lausitz Deutsch und Wendisch, in Böhmen Deutsch und Tschechisch und in Mähren Slowakisch. Böhmen, das reichste Land, beherrschte die anderen 3. Um diese Zeit fiel das Königreich Böhmen den Habsburgern zu, unter welcher Dynastie es verblieb. Es war sehr bedeutsam, da Böhmen durch Landwirtschaft und Handel so reich war, dass seine Steuererträgnisse mehr als die Hälfte der Verwaltungskosten des ganzen Reiches deckten. Die habsburgischen Könige setzten die katholische Religion wieder als Staatsreligion ein und gewährten den 3 anderen Konfessionen lediglich Duldung. Die Jahrzehnte um 1600 waren zudem eine Welt des Mangels gewesen. Die Bevölkerung wuchs an, während schlechte Wetterbedingungen zu einer ständigen Unterversorgung führten. In jedem Jahrzehnt kam es gewöhnlich zu 3 unterdurchschnittlich guten Ernten. Hinzu kam, wenn die schlechten Erträge ungünstigerweise aufeinander folgten, schossen die Preise gefährlich hoch. Zu wenig Geld für zu teure Waren, zu wenig Arbeit für zu viele Menschen. Seit etwa 1570 gingen die Temperaturen stetig zurück. Die Sommer waren nass und kalt, die Winter oft extrem lang. Schwierig für Landwirte und Fischer, Winzer und Viehbauern. Widrige Stürme oder schwere Schneefälle spielten bei der Beschleunigung internationaler Krisen eine besondere Rolle. Die Bauernschaft lebte größtenteils in Unkenntnis der Geschehnisse um sie herum, nahm deren Auswirkungen ohne zu murren hin und murrte nur, wenn die Zustände ganz unerträglich wurden. Unter der Stadtbevölkerung konnte infolge besser verbreiteter Aufklärung eine öffentliche Meinung zum Ausdruck kommen, aber nur die verhältnismäßig Wohlhabenden und Gebildeten erfassten politische Informationen richtig oder bedienten sich ihrer. Die Mehrzahl des Volkes blieb machtlos, unwissend und teilnahmslos. Insgesamt folgten in den 30 Jahren von 1618 bis 1648 4 Konflikte aufeinander, die nach den jeweiligen Gegnern des Kaisers und der Habsburger Mächte als böhmisch-pfälzischer, niedersächsisch-dänischer, schwedischer und schwedisch-französischer Krieg bezeichnet wurden. Am Anfang von 1618 bis 1625 geht es um den Kampf des katholischen Bündnisses gegen die Böhmen und die Eroberung der Pfalz. Denn der Kurfürst von der Pfalz ist der Anführer der Protestantischen Union. Friedrich V., Kurfürst von der Pfalz, organisierte den Einmarsch eines kleinen Heeres unter Graf Ernst von Mansfeld nach Böhmen, um die Aufständigen dort zu unterstützen.
Am 26. August 1619, seinem 23. Geburtstag, wurde Friedrich V. von der Pfalz als erster böhmischer König von den in der Böhmischen Konföderation zusammengeschlossenen Ländern gewählt. Später greift König Christian IV. Von Dänemark ein, um die Protestanten zu unterstützen. Für die Katholiken und den Kaiser ist das ein Problem und Rettung naht mit Wallenstein. Er stellt auf eigene Kosten ein Heer auf und bietet es gegen Bezahlung dem Kaiser an. Wallenstein gewinnt eine Schlacht nach der anderen und wird oberster General und Herzog. Die katholischen Fürsten sehen den Machtgewinn Wallensteins mit Sorge und setzen sich ein, dass der Kaiser Wallenstein 1630 entlässt. Die Katholiken siegen und der Kaiser und das Haus Habsburg ist so mächtig wie lange nicht mehr. Daran stören sich die anderen Mächte. Für die Protestanten marschiert der schwedische König Gustav Adolf in Deutschland ein. Er schlägt das kaiserliche Heer vernichtend und zieht von der Ostsee bis nach München. Nach 2 Jahren kehrt der Schwede die Machtverhältnisse um. Im Jahr 1635 einigen sich der Kaiser, die katholischen Fürsten und die protestantischen Fürsten auf einen Friedensvertrag, dem Prager Frieden von 1635 zwischen Kaiser Ferdinand II. Und der katholischen Liga unter dem bayerischen Kurfürsten Maximilian I. Aber nun greift Frankreich, ein katholisches Land, ein. Der wichtigste Politiker ist Kardinal Richelieu. Das katholische Frankreich unterstützt die protestantischen Schweden. Frankreich will somit Habsburg klein halten, ganz nach dem Spruch: Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Nun tritt der Krieg in seine schlimmste Phase. Söldner ziehen durchs Land und nehmen alles mit, was sie finden können. Christian IV. Wurde 1577 geboren und regierte ab 1588 60 Jahre lang Dänemark und Norwegen als König. In dieser langen Zeit prägte er durch innenpolitische Reformen das Land und bemühte sich, Dänemark zu einer Großmacht aufzubauen, was ihm nicht gelang. 1625 erklärte Christian IV. Dem römisch-deutschen Kaiser den Krieg, um die Protestanten zu unterstützen. Frankreich unterstützte das in Den Haag geschlossene anti-habsburgische Bündnis zwischen Dänemark, England und den Vereinigten Niederlanden sowie einigen protestantischen Reichsständen. Die Haager Allianz kam auf Drängen des ins Exil getriebenen pfälzischen Kurfürsten Friedrich V. und mit Unterstützung des französischen Königs Ludwig XIII. Zustande. Durch das Bündnis wurde der Krieg endgültig zum gesamteuropäischen Konflikt. Die Kriegsziele der Haager Allianz konzentrierten sich in erster Linie auf Norddeutschland. England und die Niederlande erklärten sich bereit, den dänischen König Christian bei seinem beginnenden Feldzug gegen die Kaiserlichen zu unterstützen. In dieser Bedrohungssituation bot der böhmische Adlige Albrecht von Wallenstein dem Kaiser an, zunächst auf eigene Rechnung ein Heer aufzustellen. Zum Ende des Jahres 1625 war Wallensteins Armee auf 50.000 Mann gewachsen. Mit seinem Verbündeten Ernst von Mansfeld plante der protestantische Christian IV. Einen Feldzug, der sich zunächst gegen Thüringen und dann gegen Süddeutschland richten sollte. Ein Jahr später, 1626, verloren die Dänen mit Christian IV. Gegen Tillys Armee. Tilly war ein spanisch-niederländischer Feldherr und Graf, der während des Dreißigjährigen Krieges als oberster Heerführer sowohl der katholischen Liga als auch ab 1630 der kaiserlichen Armee fungierte.
Mansfeld im Dienste der Protestantischen Union wurde von Wallenstein besiegt. Wallenstein war ein böhmischer Feldherr und Ständepolitiker im Dienste des Kaisers und der katholischen Habsburger. Zudem war er Herzog von Friedland, Sagan und Glogau. Christian IV. Zog sich schließlich 1629 aus dem Krieg zurück. Nach den ersten Kriegseinsätzen unter Herzog Christian von Braunschweig kehrte Heinrich von Holk zurück an den dänischen Hof als Hofjunker. Sein weiteres Schicksal, sein Handeln und auch die mit ihm in engster Verbindung stehenden Personen beeinflussten maßgeblich das Schicksal Sachsens. Heinrich von Holk, der im Frühsommer 1628 nach fast einjähriger Gefangenschaft in Prag freigekauft werden konnte, erhielt kaum zurück in Kopenhagen von König Christian IV. Einen neuen Auftrag: die Verteidigung der von Wallensteins Truppen seit dem 13. Mai 1628 belagerten Stadt Stralsund. Auch die Burg Vogtsberg wird von dem Leid des 30-jährigen Krieges heimgesucht. Denn als General Holk die Stadt Oelsnitz erobert, geplündert und niedergebrannt hatte, belagerte er auch das Schloss. Obwohl es sich ergab, wurde es verwüstet und glich im Inneren einem Trümmerhaufen. Nach Heinrich von Holks Eintritt in die Dienste des kaiserlichen Wallenstein war er es selbst, der am Burgtor dieses Schlosses Vogtsberg in jenem August 1632 die Übergabe der Schlossanlage vom Amtsschösser forderte und Oelsnitz danebst des Schlosses in Brand steckte, bevor sein Tross weiter Richtung Norden in die Schlacht bei Lützen zog. Im Sommer 1632 schickte ihn Wallenstein von einem nördlichen Vorposten der Nürnberger Belagerung nach Sachsen, um Rache zu üben für die Besetzung, Plünderung und Verwüstung Niederschlesiens, bei welchem auch Wallensteins schlesische Herzogtümer Sagan und Glogau zum Opfer gefallen waren. Holks Reiter brandschatzten sich durch das Land westlich der Elbe bis vor die Tore Dresdens. Er selbst erlitt dabei eine Verletzung, durch die er das linke Auge einbüßte. Am 22. Oktober 1632 vereinigte er sich mit Wallensteins nachgerückter Hauptarmee und diente in den folgenden Wochen als deren Stabschef. Die Schweden schlugen in der Folge die kaiserliche Armee 1631 bei Breitenfeld, 1632 bei der Schlacht am Lech. Nach dem Tod Gustav Adolfs in der Schlacht bei Lützen und dem Versuch des habsburgischen Kaisers, Frieden mit protestantischen Gebieten zu schließen, griff 1635 schließlich Frankreich aktiv an der Seite Schwedens ins Geschehen ein. 1645 schließlich bezwang Schweden nun wieder an der eigenen Front Dänemark, was nicht nur die jahrhundertelange Vorherrschaft Dänemarks im Ostseeraum beendete, sondern auch Schwedens Verhandlungsposition in den Friedensverhandlungen mit dem Heiligen Römischen Reich stärkte. Im Zuge des Westfälischen Friedens von 1648 gelangte Vorpommern und damit unter anderem auch Stralsund zum Königreich Schweden bis 1903. Der 30-jährige Krieg hatte verheerende Auswirkungen auf die Bevölkerung. Städte, Dörfer und Gehöfte wurden geplündert, das Vieh gestohlen, die Häuser oftmals angesteckt und die Ernte vernichtet. Es kam zu Übergriffen auf die Bevölkerung, Raubzügen sowie Brandschatzungen. Die wiederkehrenden Plünderungen und Einquartierungen von Soldaten zermürbten im Verlauf des Krieges die Bewohner der Siedlungen zusehends. Zu Hungersnöten gesellten sich noch Seuchen und die Pest. Für die Zivilbevölkerung bedeutete der 30-jährige Krieg millionenfaches Leid. Zwar waren nicht alle Regionen gleichermaßen betroffen, doch sank die Bevölkerungszahl im Heiligen Römischen Reich insgesamt um etwa 1/3.
Der Fürstensaal ist nicht nur der größte Raum innerhalb der mittelalterlichen Kernburg, sondern zugleich neue Heimat des von Tizian geschaffenen lebensgroßen Bildnisses der Erzherzogin Katharina von Österreich. Freigelegte historische Bausubstanz ermöglicht hier, wie in zahlreichen anderen Räumen der Burg, einen ganz besonderen Blick in die Vergangenheit. Der Fürstensaal besteht aus dem Obergeschoss des 1356 errichteten Ostflügels. Er bestand ursprünglich aus 2 Räumen. Im hinteren Drittel zur Südseite befand sich die ehemalige Hofstube und Gesindeunterkunft, die nur vom Rittersaal bzw. über eine Freistiege vor Anbau des Ostflügels aus zugänglich war. Die Hofstube wurde unmittelbar nach Errichtung des Palas erbaut. Bis zur Errichtung des sogenannten Fürstensaals wurde der vordere Teil als großer Saal bezeichnet. Von hier aus war auch der Zugang zur St. Georg-Kapelle. 1774 wurde der Fürstensaal durch Abbruch der Mauer zwischen ehemaliger Hofstube und dem Saal neben der Kapelle errichtet. 1898 wurde die Decke zwischen Ober- und Untergeschoss entfernt, um eine Gefängniskirche zu errichten. Der Zugang zur St. Georg-Kapelle war danach nur noch über eine Galerie im Obergeschoss möglich. Im Jahr 2001 wurde wieder eine Zwischendecke eingezogen und der Fürstensaal wiederhergestellt. An der Ostwand des Saales befindet sich die gotische St. Georgskapelle aus dem Jahr 1327. Sie wurde von Vogt Heinrich III. Von Plauen an die äußere Wehrmauer der Ostseite gebaut und war dem heiligen Georg gewidmet. Bis zum Anbau des Ostflügels war der Zugang nur über eine Stiege möglich. Die Kapelle ist mit Kreuz- und Sterngewölbe versehen. Spitzbogenfenster und die Sakramentnische weisen auf die Gotik hin. Gotische Burgkapellen in diesem Erhaltungszustand sind im westsächsisch, thüringisch und böhmischen Raum äußerst selten. Später, um 1900, wurde die St. Georgskapelle für das Gefängnis als Anstaltsarchiv und als Orgelraum umfunktioniert. Die Kapelle beherbergt eine Reihe an Kunstschätzen, darunter ein Tafelgemälde aus der Werkstatt von Lukas Cranach den Älteren. Ein würdiger Höhepunkt für die St. Georgskapelle war der 20. September 2007. In einem feierlichen Empfang übergaben der Unternehmer Edmund Meiser eine Skulptur des heiligen Georg an die Stadt Oelsnitz. Die aus dem 15. Jahrhundert stammende Statue mit originaler Farbfassung hat nun einen ehrwürdigen Platz auf Schloss Vogtsberg gefunden. Mit der Ausstellung Kinder für die Macht betreten wir eine Galerie hochherrschaftlicher Hoheiten. Es war der Zufall, der Katharina von Österreich nach Vogtsberg brachte. Nie war sie selbst im Vogtland. Als Tochter des Kaisers Ferdinand I. gehörte sie zur Familie der Habsburger, aus der vom ausgehenden Mittelalter an über Jahrhunderte die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches hervorgingen. Vor allem durch diplomatische Hochzeiten erhielten die beiden Haupt- und einige Nebenlinien dieses alten Adelsgeschlechts Einfluss an fast allen Herrscherhäusern Europas, von Spanien über die Niederlande bis nach Polen. Nachforschungen ergaben dabei, dass die auf Machterhalt und Machtvergrößerung ausgerichtete Heiratspolitik der Habsburger auch bis ins sächsische Kurfürstentum und nach Vogtsberg führte. Nun
möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt viel über die Geschichte der Burg Fuchsberg erfahren und über das Schloss. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.